In einem weit entfernten Wald, tief versteckt zwischen majestätischen Bäumen und dem rauschenden Wasser eines malerischen Flusses, lebten zwei unzertrennliche Freunde, Lila, die kleine Fledermaus, und Lenny, der schlaue Waschbär. Diese beiden mutigen Abenteurer hatten bereits zahlreiche aufregende Geschichten erlebt, doch dieses Mal sollte ihr Abenteuer größer und bedeutender sein als alles, was sie zuvor erlebt hatten. Eines sonnigen Morgens, als die Vögel fröhlich zwitscherten und die Blumen in voller Blüte standen, trafen Lila und Lenny eine traurige Entdeckung. Der Wald, den sie so sehr liebten, schien seine Magie zu verlieren. Immer mehr Tiere verschwanden, und die einst lebendigen Wälder wirkten verlassen und trist. Besorgt und entschlossen, das Geheimnis hinter dieser Veränderung zu lüften, begaben sich Lila und Lenny auf eine Reise durch den Wald. Sie befragten die Eulen, die Füchse und die Eichhörnchen, aber niemand konnte ihnen eine Antwort geben. Die Waldtiere waren genauso verwirrt und besorgt wie sie. Schließlich hörten sie von einer alten Legende, die von den weisen Eulen überliefert wurde. Diese Legende erzählte von einem verlorenen Tierparadies, einem geheimen Ort, an dem Tiere in Harmonie mit der Natur lebten und all ihre Sorgen vergessen konnten. Doch im Laufe der Zeit sei dieser Ort verschwunden und vergessen worden. Lila und Lenny glaubten fest daran, dass die Wiederentdeckung dieses verlorenen Tierparadieses die einzige Möglichkeit war, den Wald und seine Bewohner zu retten. Sie begannen, sich auf die abenteuerliche Suche nach diesem geheimen Ort zu begeben. Ihre Reise führte sie durch dichte Wälder, vorbei an sprudelnden Bächen und über hohe Berge. Sie trafen auf freundliche Tiere, die ihnen halfen und sie ermutigten, weiterzumachen. Doch sie mussten auch gefährliche Herausforderungen meistern, wie stürmische Flüsse und undurchdringliche Dornenwälder. Nach vielen Tagen der Suche, als die Sonne gerade hinter den Horizont tauchte und der Wald in sanftes Dämmerlicht getaucht wurde, standen Lila und Lenny plötzlich vor einem atemberaubenden Anblick. Vor ihnen erstreckte sich eine versteckte Oase, das verlorene Tierparadies. In diesem paradiesischen Ort lebten Tiere aller Art in friedlicher Koexistenz. Es gab Vögel, die in den Baumkronen schwebten, Fische, die im klaren Wasser des Flusses schwammen, und Schildkröten, die gemächlich an den Ufern sonnten. Jedes Tier hatte hier seinen Platz gefunden, und die Natur erstrahlte in ihrer ganzen Pracht. Lila und Lenny verstanden sofort, dass dieser Ort der Schlüssel zur Rettung ihres Waldes war. Sie kehrten zurück und erzählten allen Tieren von ihrer Entdeckung. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zum verlorenen Tierparadies und begannen, dort zu leben. Mit der Zeit kehrte die Magie in ihren Wald zurück. Die verschwundenen Tiere wurden wieder gesund und glücklich, und der Wald blühte in voller Pracht auf. Lila und Lenny hatten nicht nur den Wald gerettet, sondern auch das verlorene Tierparadies wiedergefunden und eine neue Ära des Friedens und der Harmonie eingeläutet. Lila und Lenny lebten nun im verlorenen Tierparadies, das sie gerettet hatten. Der Ort war voller Leben und Freude, und die Tiere waren dankbar für die Rückkehr der beiden Abenteurer. Gemeinsam mit ihren neuen Freunden kümmerten sich Lila und Lenny um den Wald, pflegten die Pflanzen und halfen den Tieren, die sich verlaufen oder verletzt hatten. Die Tage waren erfüllt von Lachen, Spielen und Geschichten am Lagerfeuer. Lila und Lenny lernten viel von den verschiedenen Tierarten und ihrer Lebensweise. Sie tanzten mit den Schmetterlingen, fischten mit den Fischen und hörten den Vögeln zu, wenn sie Lieder sangen. Eines Tages, als die Sonne golden am Himmel stand und die Blätter im Wind sanft raschelten, fand Lila ein altes, verblasstes Buch unter einem Baum. Es war mit Blättern, Ranken und Blumen verziert. Neugierig öffnete sie es und entdeckte darin die Geschichten der alten Zeiten des Waldes, die längst vergessen schienen. Die Geschichten erzählten von heroischen Tieren, von Abenteuern, die den Wald einst erfüllten, und von den Geheimnissen, die tief in den Wäldern verborgen waren. Lila und Lenny erkannten, dass sie nicht nur das verlorene Tierparadies gefunden hatten, sondern auch das Erbe des Waldes wiederherstellen konnten. Gemeinsam mit den anderen Tieren des Paradieses begannen sie, die alten Traditionen wiederzubeleben.
Sie führten Nachtwanderungen unter dem funkelnden Sternenhimmel durch, hielten Geschichtenerzählungen am Lagerfeuer und organisierten große Feste zu Ehren des Waldes. Mit der Zeit kehrte nicht nur die Magie, sondern auch die Geschichte in den Wald zurück. Die jungen Tiere hörten gebannt den alten Geschichten zu und lernten von den Legenden, wie wichtig es war, den Wald zu schützen und zu respektieren. Die Zeit verstrich im verlorenen Tierparadies, und die Freundschaft zwischen Lila, Lenny und den anderen Tieren des Waldes wurde von Tag zu Tag stärker. Sie erlebten viele Abenteuer zusammen, erkundeten neue Teile des Waldes und trugen dazu bei, das Gleichgewicht und die Schönheit ihres Zuhauses zu bewahren. Eines Tages tauchte ein Problem auf, das die Harmonie im Tierparadies bedrohte. Ein heftiger Sturm hatte einen großen Teil des Waldes verwüstet, Bäume umgestürzt und die Lebensräume vieler Tiere zerstört. Lila und Lenny, zusammen mit ihren Freunden, wussten, dass sie handeln mussten. Gemeinsam begannen sie, den Wald wieder aufzubauen. Sie pflanzten neue Bäume, reparierten Nester und halfen den Tieren, neue Unterschlüpfe zu finden. Es war harte Arbeit, aber sie gaben nicht auf. Der Wald begann sich langsam zu erholen, und die Tiere waren dankbar für die Unterstützung. Während dieser Zeit stießen Lila und Lenny auf ein weiteres Geheimnis des Waldes. Tief im Herzen des Tierparadieses, unter einem majestätischen Baum, entdeckten sie einen alten Tempel. Dieser Tempel war von einer magischen Aura umgeben und schien das Herz des Waldes selbst zu sein. Die Tiere des Waldes erzählten ihnen von einer Legende, die besagte, dass der Tempel das Wissen und die Weisheit der alten Tiere bewahrte. Lila und Lenny beschlossen, den Tempel zu erkunden und mehr über die Geheimnisse des Waldes zu erfahren. Im Inneren des Tempels fanden sie uralte Schriften, die die Geschichte des Waldes und seiner Bewohner erzählten. Sie lernten von den Abenteuern und Opfern früherer Generationen, die den Wald vor vielen Gefahren geschützt hatten. Die Erkenntnis, dass der Wald eine lange Geschichte der Gemeinschaft und des Zusammenhalts hatte, stärkte den Entschluss von Lila, Lenny und ihren Freunden, den Wald zu schützen und zu bewahren. Sie wussten nun, dass sie Teil einer großen Tradition waren, die es ihnen ermöglichte, die Magie des Waldes für kommende Generationen zu bewahren. Mit vereinten Kräften und mit dem Wissen der alten Schriften gelang es ihnen, den Wald vollständig wiederherzustellen. Der Wald erstrahlte in seiner vollen Pracht, und die Tiere feierten mit einem großen Fest, um die Rückkehr des Gleichgewichts und der Harmonie zu feiern. Lila und Lenny hatten nicht nur das verlorene Tierparadies gerettet, sondern auch die Geschichte und den Geist des Waldes wiederbelebt. Ihr Abenteuer hatte einen bleibenden Eindruck auf den Wald und seine Bewohner hinterlassen und würde für immer als eine Zeit des Mutes, der Freundschaft und der Liebe zur Natur in Erinnerung bleiben. Und so lebten sie glücklich und zufrieden im Herzen des verlorenen Tierparadieses, wo die Magie des Waldes für immer weiterleben würde. Lila, Lenny und ihre Freunde verbrachten viele glückliche Jahre im verlorenen Tierparadies. Sie hatten gelernt, wie wichtig es war, den Wald zu schützen und sich um seine Bewohner zu kümmern. Ihr Zusammenhalt wurde mit der Zeit noch stärker, und sie teilten viele weitere Abenteuer und Erlebnisse. Eines Tages, als der Herbst langsam dem Winter wich, bemerkten sie, dass sich etwas Besonderes im Wald ankündigte. Es war Zeit für die jährliche Waldversammlung, bei der alle Tiere des Tierparadieses zusammenkamen, um Neuigkeiten auszutauschen und Pläne für die kommenden Monate zu schmieden. Die Versammlung fand in einem glitzernden Teil des Waldes statt, der von hohen Bäumen und funkelnden Lichtungen geprägt war. Lila und Lenny waren aufgeregt und gespannt auf das, was sie dort erwarten würde. Die Versammlung begann mit einer herzlichen Begrüßung der alten Eule, die als Weiser des Waldes galt. Sie erzählte von den jüngsten Ereignissen im Tierparadies und betonte die Bedeutung von Zusammenarbeit und gegenseitiger Unterstützung. Während der Versammlung hörten Lila und Lenny von neuen Herausforderungen, die auf den Wald zukommen würden. Einige Tiere berichteten von ungewöhnlich kaltem Wetter, das sich auf den Wald auszubreiten schien, und andere sprachen von einer seltsamen Krankheit, die einige Bewohner des Tierparadieses befallen hatte. Lila und Lenny spürten, dass sie erneut gefordert waren.
Gemeinsam mit ihren Freunden boten sie an, nach Lösungen für die aufkommenden Probleme zu suchen. Sie wussten, dass sie die Magie des Waldes und die Stärke ihrer Freundschaft nutzen konnten, um den Wald und seine Bewohner zu schützen. In den folgenden Wochen arbeiteten sie hart daran, den Wald auf den Winter vorzubereiten und den kranken Tieren zu helfen. Sie sorgten dafür, dass jeder genug Nahrung hatte und dass die kranken Tiere die notwendige Pflege erhielten. Die Kälte des Winters war hart, aber die Tiere des Waldes kämpften gemeinsam gegen die widrigen Bedingungen an. Sie schafften es, den Wald zu schützen und die Krankheit zu besiegen, dank ihrer Entschlossenheit und ihres Zusammenhalts. Als der Frühling kam und der Wald wieder zum Leben erwachte, wurde deutlich, wie wichtig es war, zusammenzuarbeiten und sich um den Wald und seine Bewohner zu kümmern. Die Freundschaft zwischen Lila, Lenny und ihren tierischen Freunden war gestärkt worden, und sie wussten, dass sie für immer eine Familie waren. Und so setzten sie ihre Abenteuer im verlorenen Tierparadies fort, stets bereit, sich den Herausforderungen zu stellen, die der Wald ihnen bot. Ihr gemeinsames Ziel war es, die Magie des Waldes zu bewahren und sicherzustellen, dass sie für kommende Generationen erhalten blieb.